Hallo und herzlich willkommen zum Holzmichel-Kanal. Eine Tischkreissäge mit Schiebeschlitten. Hersteller Pan-Hans, Modell 625, Baujahr 1978. Über dieses Modell habe ich im Internet nichts gefunden, bis ich dann mal beim Konterholz-Kanal die Rapid PK100 gesehen habe. Da fiel mir auf, dass diese Maschinen baugleich sind. Diese Maschine stand mehr als 20 Jahre ungenutzt in einer alten Schreinerei. Die Grundsubstanz ist bei einer solchen Maschine gut, allerdings nagt der Zahn der Zeit in Form von Rost und Gummialterung. Kunststoff wurde kaum verbaut und ist somit weniger ein Problem. Diese Säge ist schwer und robust, also wenig Schwingungen. Sie hat einen Seitenschlitten mit einem präzise einstellbaren Anschlag. Ein Vorteil beim wiederholten Ablängen bzw. Quersägen von Platten und Brettern. Und ein Absaugventilator ist auch dabei, aber der Staubsack fehlte. Das standardmäßig senkrecht stehende Sägeaggregat kann bis zu einem Winkel von 45 Grad seitlich einseitig geneigt werden. Die Teile sind alle sehr robust ausgelegt und passgenau gefertigt. Aus den Ecken werden alle Sägespäne abgesaugt bzw. mit Druckluft ausgeblasen. Der Flugrost wird von den Plankflächen mittels Schleifvlies bzw. mit Stahlwolle entfernt. Die Gleitflächen werden geölt bzw. gefettet und schon läuft alles viel leichter. Die Tischverbreiterung ist wieder anzuschrauben. Vorher wird der Rost mit Schleifvlies und der Abrieb mit Bremsenreiniger entfernt. Die Flächen werden eingeölt, um auf längere Dauer die Feuchtigkeit zu verdrängen und somit neuem Rost vorzubeugen. Die Gewindelöcher werden mit einem Gewindebohrer entsprechender Größe durch Ein- und Ausdrehen gesäubert. Nachdem die Tischverbreiterung so schwer ist, bringe ich diese mittels Holzauflage und einen Auflagebock mit Holzunterlage so auf die Höhe, dass beide Hände zum Schrauben frei sind. Das war immer noch schwierig genug. Ich habe ja Rücken und Knie. Mit einer Klemmzwinge werden die Oberseiten der Tischflächen bündig gerichtet. Die eine Vorderkante steht etwas über. Das wollte ich mit Klopfen auf eine Holzunterlage richten. 2 bis 3 Zehntel Millimeter sind in diesem Fall aber nicht kritisch, auch wenn das Anschlaglineal noch daran befestigt wird. Das Anschlaglineal anzuschrauben wäre eine leichte Übung gewesen. Aber der Rost, der sitzt schon etwas fester. Um blanke Flächen zu bekommen, sind alle Teile zu zerlegen und die Flächen vom Rost zu befreien. Mit Schleifvlies geht dies sanft und greift nicht das Metall, sondern nur den Rost an. Es macht besonders viel Spaß, die Schrauben und die Abstandsscheiben wie die Zinnsoldaten in Reih und Glied aufzustellen. Bin ich jetzt ein Militarist? Niet, ja nee Militarist. Alle Schrauben sind fest anzuziehen. Ich habe es schon in einem früheren Video gesagt, der Spaltkeil ist das wichtigste Sicherheitsteil an einer Tischkreissäge. Und hier haben wir den Vorteil, dass Ende der 70er Jahre die Maschinenhersteller die neue DIN-Norm 38820 umsetzen mussten. Und so kam es auch, dass die Spaltkeile ein einheitliches Maß und einen Radius für die Zwangsführung aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass Spaltkeile nicht mehr an eine Maschine gebunden waren, sondern im Design nur noch an Sägeblattdurchmesser, Sägeblattbreite und Zahnbreite. Es sind für die Führung des Schlittens 5 Kugellager auf Exzenterbolzen verbaut. Solche Kugellager sind Standardbauteile und preisgünstig.
Also alle austauschen. Beim Ausbauen der Exzenterbolzen habe ich gemerkt, dass in der Vergangenheit offensichtlich daran eingestellt wurde, ohne die Madenschrauben zu lösen. Somit haben einige Exzenterbolzen tiefe Riefen abbekommen und Material hat sich angestaucht und klemmt nun in der Bohrung. Da hilft etwas Gewalt. Überstehendes Material muss abgeschliffen werden. Die Exzenterbolzen presse ich mit einem Abzieher aus. Rost wird in einem Zitronensäurebad angegriffen und mechanisch mit Schleifvlies bzw. Stahlwolle entfernt. Die Zitronensäure wird mit Sodawasser neutralisiert. Die Teile sind zu trocknen und alsbald zur Pflege einzuölen. Die Halterungen für die Führungsstangen werden gesäubert und die Gleitflächen blank geputzt. Die Führungsstangen selbst sind auf eine Rundstange geschraubt, auf der die Kugellager des Schiebeschlittens laufen. Diese Rundstange ist ebenfalls angerostet. Hier wende ich wieder die Methode an, die Metallflächen mit in Zitronensäure getränktes Küchenpapier zu kleiden und eine Plastikfolie unterzulegen. Das Küchenpapier hält die Zitronensäure am Rost und dieser wird schnell gelöst. Das nächste Mal ziehe ich Gummihandschuhe an, denn die Zitronensäure bitzelt ein wenig unter den Fingernägeln und an wunden Hautstellen. Wenigstens eincremen hätte ich die Hände können. Männer halt. Es ist so schön zu beobachten, dass nach dieser Behandlung der Rost mit Schleifvlies leicht entfernt werden kann. Und auch hier wieder neutralisieren mit Sodawasser, trocknen und einölen. Es ist etwas zeitraubend, denn es sind Gewinde und Sacklöcher da. Da setzt sich gerne die Säure in die Ecken. Also sauber arbeiten. Die beiden Haltestangen sind an die Führungsstange zu schrauben. Nun können die Halterungen auf die Führungsstangen geschoben werden. Die Sicherungsringe müssen noch auf die Exzenterbolzen, damit die Kugellager drauf bleiben. Die Staubabweiserbleche werden angebracht. Die Halterungen für den Queranschlag werden angeschraubt. Eingestellt werden diese auch noch. Die linke Seite des Seitenschlittens liegt auf einem Schwenkarm auf. Die Entfernung des Drehpunktes des Schwenkarms zum Seitenschlitten-Auflagepunkt verändert sich beim Schieben. Deshalb muss der Schwenkarm ausziehbar sein. Damit mit dem Auszug die Höhe gehalten wird, sind am hinteren Ende der Auszugsschiene eine Rolle nach oben hin angebracht. Seitlich wird das Spiel durch eng tolerierte Gleitstücke beschränkt. Im vorderen Teil des Schwenkarmes wird eine Stützrolle eingesetzt. Damit alles leichtgängig wird, werden die Teile zerlegt, gereinigt, wieder montiert und geschmiert. Der gut dimensionierte Haltebolzen des Schwenkarmes bekommt wegen des Flugrostes ebenfalls eine Behandlung zur schonenden Rostentfernung mit Zitronensäure. Nun ist es an der Zeit, den Sägeschlitten in die Stange einzuhängen und die Höhe des Schwenkarms einzustellen. Die Auflageebene des Seitenschlittens soll mit der Oberfläche des Sägetisches fluchten bzw. ca. 1 mm über der Sägetischebene liegen, damit das Werkstück beim Schieben nicht so an der Sägetischoberfläche scheuert. Die Führungsstangen müssen parallel zum Sägeblatt laufen. Lege hierzu eine Aluschiene längs dem Sägeblatt und dann klemmst du noch ein Brett quer auf den Schiebeschlitten. Fahre den Schlitten entlang der Aluschiene und vergleiche den Abstand. Korrigiere die Führungsstange und wiederhole Schieben, Messen und Einstellen, bis es parallel läuft. Der Queranschlag besteht aus 2 Profilen, wobei das innere Profil zur Verlängerung des Queranschlags dient. Das innere Profil hat aufgeschraubte Gleitplättchen, damit die Schiene ohne Kippen präzise läuft. Am äußeren Profil werden Halteplatten montiert und damit längs der Nut der Nullpunkt der Messskala eingestellt. Zunächst wird alles zerlegt und gereinigt. Der Rost an Stahlbauteilen wie an Halteplatten wird durch Zitronensäure entfernt. Schleifvlies, Spülen,
Neutralisieren, Trocknen und Polieren mit der Drahtbürste folgt. Das angelaufene Aluminium wird mit feiner Schleifpaste poliert und Macken mit einer Feile egalisiert. Poröse Gleitplättchen werden durch neues PP-Material ersetzt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem verschiebbaren Anschlag. Die Lupe muss sauber sein. Die Anschlagplatte darf nicht wackeln und muss dennoch leicht eindrückbar sein. Meist ist es mit Reinigen und Schmieren getan. Zum Einrichten des Anschlags mit fest aufgeschraubter Messskala wird der Messanschlag auf ein festes Maß eingestellt und eine Latte abgesägt und die tatsächliche Länge gemessen. Sobald eine Abweichung festgestellt wird, werden die Halteplatten entsprechend verstellt und wieder festgeschraubt. Um den Queranschlag rechtwinklig zum Sägeblatt einzustellen, ist es absolut notwendig, dass vorher die Führungsstange parallel zum Sägeblatt ausgerichtet ist. Lege eine Platte an den Anschlag, schneide ein wenig von der rechten Kante ab und messe den Winkel zwischen der Seite am Anschlag und der abgesägten Seite. Stelle die zwei Befestigungsaufnahmen für den Queranschlag entsprechend rein oder raus und kontere die Muttern sorgfältig. Die Rechtwinkligkeit des Längsschnittes lässt sich mit der 5-Schnitt-Methode genauer prüfen. Nimm ein handliches Restbrettchen, am besten quadratisch, es kann aber auch rechteckig sein. Kennzeichne die gerade Seite mit 4 und lege diese an den Anschlag. Die Seite, die zum Sägeblatt zeigt, ist die 1, vorne die 2 und links die 3. Bei 1 beginnend wird ein Streifen durchgehend abgesägt. Nun das Brett nach rechts drehen und die soeben abgesägte Seite an den Anschlag und die Seite 2 durchgehend abschneiden. So weitermachen, bis alle 4 Seiten einmal abgeschnitten wurden und wieder die Seite 1 zum Sägeblatt zeigt. Schneide einen 1 bis 2 cm breiten Streifen ab und messe vorne A und hinten B die jeweilige Breite. Bei A-B größer als 0 ist der Winkel vom Anschlag zum Sägeschnitt kleiner als 90 Grad. Bei A-B kleiner als 0 ist der Winkel größer als 90 Grad. Stelle den Anschlag entsprechend nach und überprüfe den Winkel mit erneuter Anwendung der 5-Schnitt-Methode, bis kein Unterschied mehr zwischen A und B auftritt. Die Rollen, auf denen die Maschine hin und her bewegt werden konnte, waren völlig abgenutzt und rollten nicht mehr. Hier musste Ersatz aus hartem Polypropylen her. Es war gar nicht so einfach, die Rollen in den originalen Maßen zu finden. Die Tragbolzen der Rollen werden lastfrei gestellt und herausgeschlagen. Neue Rolle hinhalten und den Bolzen wieder einschlagen. Damit die Maschine nicht stetig auf den Rollen steht,
habe ich einfach 2 Hartholzleisten gefälzt und untergelegt. An der Maschine ist auch eine Absaugung, aber der Staubsack fehlte. Meine Frau Petra hat fein gewebten Baumwollstoff und Reißverschlüsse besorgt und nach meiner Skizze genäht. Der ist wirklich sehr gelungen.